Neutockenburg liegen nördlich der Passhöhe Wasserfluh auf 1084 Meter über dem Meer. Von der Anlage, welche 1936 und 1937 ausgegraben wurde, sind noch die Ringmauer mit dem alten rekonstruierten Burgtor, die Grundmauern des Palas sowie Spuren von 2 Zisternen zu sehen. Auf der Bergspitze befand sich wohl einstmals ein Wohnturm. Doch von diesem ist heute, außer schwachen Mörtelspuren, nichts mehr erhalten. Der Standort des Turmes war von 5 halbkreisförmigen, konzentrischen Gräben umgeben. Dies deutet auf eine Nutzung des Platzes im Frühmittelalter oder sogar davor hin. Von hier aus bietet sich dem Besucher eine fantastische Aussicht auf das gesamte Toggenburg. Auf dem Areal der Ruine gibt es zudem eine Vielzahl von seltenen Pflanzenarten. Die erste Burg wurde wohl im späten 12. Jahrhundert erbaut. Diverse Funde lassen darauf schließen. Damals bestand sie höchstwahrscheinlich nur aus dem angesprochenen Wohnturm. Nach dem Mord an Graf Friedrich I. mussten die Toggenburger ihre Stammburg Alt-Toggenburg bei Kirchberg 1226 an die Abtei St. Gallen abgeben. Nun verlegten sie ihren Wohnsitz auf die Neutockenburg. Diese wurde während des 13. Jahrhunderts dann auch erheblich vergrößert. In den Schriftquellen taucht die Neutockenburg jedoch nur sporadisch auf. Nur wenige Male wurden hier Urkunden ausgestellt. Zum Beispiel 1271 von Graf Wilhelm. Von ihm wurde bei den Ausgrabungen auch ein Siegelstempel gefunden. Die Burg war das ganze 14. Jahrhundert hindurch bewohnt. Die Grafen stiegen in jener Zeit zur bedeutendsten unabhängigen politischen Kraft in der Nordostschweiz auf. Trotz diesem Umstand wird die Neutockenburg erstaunlicherweise erst wieder im Jahr 1399 schriftlich erwähnt. Grund war die Güterteilung zwischen den Grafen Donath und Friedrich VII. Von Toggenburg. Wann genau die Burg aufgegeben wurde, ist nicht überliefert. Doch vermutlich geschah dies 1436 nach dem Tod Friedrichs VII., dem letzten Grafen. Die Neutockenburg lag abgelegen und konnte nur auf steilen Wegen erreicht werden. Eine Zerstörung durch die Appenzeller ist sehr unwahrscheinlich, da Friedrich VII. Mit diesen mehrfach Friedensverträge abgeschlossen hatte. Die Freiherren von Raron erbten nun das Toggenburg und damit auch die Burganlage, für welche sie wohl keine Verwendung hatten. Bereits 30 Jahre später verkaufte Petermann von Raron die Besitztümer an die Abtei St. Gallen. Derweil verfiel die Burg zusehends und wurde zeitweise als Steinbruch genutzt. Schließlich überwucherte die Natur die Anlage und sie geriet in Vergessenheit. Bis sie, wie eingangs erwähnt, in den 1930er Jahren wieder ausgegraben wurde.